Hallo und willkommen. Ich bin Adam von applepie Berlin und wir gucken uns heute die Shopify Editions Winter 2024 an. Ich bin super gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Es gibt sehr viele Neuerungen, einige, auf die ich einfach brennend gewartet habe. Und lasst uns nicht viel Zeit verschwenden. Lasst uns gleich reinspringen und gemeinsam reingucken. Kurze Übersicht. Wir gucken uns das Introduction-Video von Shopify gemeinsam an. Und ich werde so ein bisschen ein paar Insights geben, was so vorteilhaft für euch daran ist und auch darüber, wie ihr das für euch benutzen könnt, wie das jetzt war, wie das in Zukunft sein wird, damit ihr einfach besser verstehen könnt, was sich da tatsächlich geändert hat. Weil das ist immer ein bisschen schwer greifbar, glaube ich, von außen. So, nicht viel Zeit verschwenden. Kurzer Hinweis, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann bitte ich dich jetzt zu tun. Und ein Like dazulassen und schreib einen Kommentar über deine Lieblingsfunktion oder die du dir gewünscht hättest. Let's go. Press play. Ich bin so Welcome to our gespannt. Winter 24 edition, which is all about foundations. Building a business is a lot like building a house. There are the choices that you make that make the house your home, like the room layouts, the paint colors, and even what appliances to install. But what you can build and how easy it is depends on the foundations. Super interessant, aber sorry, ich muss ein bisschen springen. We'll start today where most merchants start on Shopify, with creating and merchandising their products. How your products show up in your store is really important, possibly the most important thing that can drive conversion for your business. And while Shopify has always made it easy to set up simpler products, we knew we needed to do more for merchants selling large and complex product catalogs. And so we've made some big updates. First up, and I know how many of you are going to be excited about this one, we've improved the foundations of our product model by addressing a long-standing merchant frustration, the 100 product variant limit. Oh mein Let's Gott. look at an example. Wie geil. Ich glaube, ich spring gleich Assume aus dem today I am Stuhl. selling board shorts. I offer 10 sizes, 2 inseams in 2 colors, and that's a product with 40 variants total. Also kurz mal zwischendurch. Ich weiß nicht, also es gibt einige Produkte und Shops, wo ich weiß, dass es relevant ist, aber das wird richtig interessant auf Bundle-Ebene, nicht auf nur Produktebene, weil vorher war das einfach der größte Painpoint ever. Aber But say gucken wir uns this gleich season nochmal. I want to add 6 new colorways. This relatively simple catalog expansion means that my variant count increased significantly from 40 up to 160. Ja. This kind of thing often happens to merchants who offer products that come in many different sizes, colors, and materials. They quickly hit that variant limit, but not anymore. Available today in Dev Preview, we've increased our variant limit from 100 to 2,000 to make it easier to create and maintain complex products with high variant counts without having to work around the limitations of the system. We're first working with our partner ecosystem to make this update smooth, and we will be rolling out access to 2,000 variants to merchants progressively throughout 2024. So now that you can have up to 2,000 variants, let's talk about how to display and merchandise that expansive catalog. We know that shoppers expect to see images and videos in the exact color that they are looking to buy on the product page. But businesses also need dedicated URLs and SEO tags for each color so they can target their campaigns properly. You might want to include individual colorways in different collections tailored to promotions or seasons. Modeling all the colors as one product makes this hard to achieve. That's why today we are launching the Shopify Combined Listings app in early access, which allows Shopify Plus merchants to better merchandise a parent product that comes in a bunch of options, with each option as a child product with its own description, rich media carousel, and dedicated descriptive URL, but all appearing on a single product page as one listing. We've also made some big updates related. Wartet mal, das müssen wir erstmal verdauen. Also, ich zeige euch mal kurz, was das bedeutet. Lass mich das mal kurz stoppen. So, also das ist spannend, weil ich mache kurz parallel mal einen Online-Shop auf und so. Shop, nehmen wir das mal. Screen und hier. So, also, folgende Situation. Das ist jetzt einfach ein Kunde von uns, eine Kundin,
Grüße an Sabine. Hier seht ihr, dass es verschiedene Produkte gibt. Also vorher war das halt ein Pain und ein Workaround mit Metafeldern, Objekten, gematchten Artikelnummern und so weiter. Eigentlich waren wir voll stolz auf diese Lösung, dass wir sowas gebaut haben, dass du quasi hier springen konntest. Du musst jetzt darauf achten, guck mal, es ist ein leichtes Plate aus Kaschmir Merino 1. Wenn ich jetzt hier raufgehe, dann ist das leichtes Plate. Also das heißt, die Produkttitel variieren, basieren, weil es einfach auch verschiedene Produkte sind. Es sieht im Frontend so aus, als wären das nur Optionen, sind es aber nicht. Es sind einzelne Produktdetailseiten, die miteinander verlinkt sind. Wir hatten das so gemacht, dass wir eine globale Artikelnummer haben für diese Plates und dann hast du da als Metafeld angelegt, hast dann im Meta-Objekt die Farbe ausgesucht und dann konnten wir die hier zeigen und quasi miteinander matchen und du konntest halt quasi dann zwischen den Sachen hin und her springen. Das fällt halt komplett weg. Ihr könnt das jetzt in Zukunft komplett selbstständig managen und anlegen und kombinieren. Warum macht man sich diesen Pain eigentlich, um nicht zu sagen, warum mache ich das nicht einfach als Option? Hat eigentlich 2, 3 Gründe. Einmal war das immer die SEO-Optimierung, basierend auf den Titel, die Description basierend auf die Farbe, dass du eine eigene Unique URL hast dafür, dass das auch so, falls es oft so gesucht wird. Die andere Sache war die Limitierung der Gesamtanzahl an Varianten, die man in einem Produkt haben konnte. Und der dritte Grund war, dass wenn du, sagen wir mal, ich zeige das mal anhand eines anderen Shops, ganz kurz nur, wir sind auch gleich durch, teilen, so, hier, ich bin jetzt bei Snox auf der Seite, kennen bestimmt viele von euch, nur als Beispiel. Hier ist es auch so, die haben das auch so gemacht, es sieht so aus, als wäre das halt nur eine Variante, aber wenn du auf die URL guckst, siehst du ganz genau Füßlinge, dann hast du hier, wenn du weitergehst, hast du Füßlinge weiß, hier siehst du das in der URL, die Quantity, also die Attribute hinten ran kommen von der Menge und Größe, deswegen darauf jetzt mal nicht achten, aber worauf ich hinaus wollte ist, sagen wir mal, diese Füßlinge in schwarz sind das meistverkaufte Produkt von denen. Und die Retro-Socken in weiß sind das zweitmeistverkaufte Produkt von denen. Und jetzt ist es bei Shopify so, wenn du eine Collection-Page hast, ne, Socken, und da sind alle Produkte gelistet, dann kannst du einstellen Bestseller oder meistverkauften oder manuell, wie die Sortierung halt sein soll. Und wenn du Bestseller gemacht hast und die Füßlinge in schwarz waren die am meisten verkauften und ich würde die Varianten auf der Collection-Page anzeigen, kannst du ja machen per Custom-Code, dass du sagst, zeig mir alle Farbvarianten, nur Farbvarianten von diesem Produkt an. Dann hattest du so eine Liste mit allen Farben der Füßlinge, weil schwarz war ja Nummer 1. Dann wurde trotzdem weiß, grün, rot, blau, orange angezeigt. Und danach kamen erst die Retro-Socken, weil die ja quasi als zweitmeistverkauftes sind. Und auch wieder mit allen Farben. Also konntest du gar nicht dieses Bestseller-Listing auf Variantenebene machen. Also bist du dann immer einen Schritt zurückgegangen und gesagt, okay, die Farbvarianten, die lege ich alle als einzelnes Produkt an, damit ich das hier matchen kann. Das geht jetzt auch problematisch durch diese Änderung. Das heißt, du kannst selber einfach alles als Produkt anlegen. Du kannst es auf der Produktdetailseite aber trotzdem als ein Produkt anzeigen lassen und hast alle Vorteile, die dazugehören. Deswegen freue ich mich extrem über diese Funktion für euch, weil das heißt viel weniger Arbeit und Aufwand, um sowas machbar zu machen. Aber lass uns wieder ins Video springen. So. Schreib mir mal in die Kommentare, was du darüber denkst oder wie du das bisher gelöst hast oder ob du das überhaupt bewusst war oder nicht. All merchants across all plans. Shopify's current out-of-the-box approach for creating and managing product data is one size fits all across industries and categories. That's why we've done all the behind-the-scenes work to improve the way your products are created and classified on Shopify, which maps every product category to a rich set of associated product attributes. In early access today, we're introducing a new standardized product taxonomy. As you can see, as I add a product in the admin, the new category card on the product page automatically applies category-specific product attributes, reducing the time and manual effort that is required to create products and allowing you to store more complete and consistent data across your catalog. Notice that the card was able to auto-detect the product category and the colors of the product.
Enriching your product data with these standard categories and attributes helps generate variants and collections, helps optimize the search and filtering experience on your storefront, and integrates all the way through to channels like Google and Meta to make your products more discoverable. Now, let's chat about the online store. We all know getting a basic storefront up and running on Shopify Das fällt einem so ein bisschen schwer am Anfang. Building a storefront that matches the precise vision you want for your brand starts to become more complex. That's why we're making foundational improvements to how you edit and customize your store to tell your brand story exactly the way you want. So let's walk through an example here. Today, when I look at, let's say, text blocks in my theme, I might notice that each text block has different features. Sometimes this is actually a good thing, and it actually gives me some flexibility, but more often than not, it throws me off that the text blocks don't all work the same way across the board. So why does this happen? Well, today, blocks are defined in each section file, which means that if a theme needs to have a text block in 10 different sections, they need to re-implement this text block 10 separate times. Now, with reusable blocks, developers will only have to define theme blocks once and then repurpose them across sections to eliminate redundant work and coding, ensuring a consistent experience for merchants. So a single block now can work consistently no matter where in the theme it is. We're also launching the ability to nest blocks up to 8 layers deep. Previously, blocks couldn't be nested inside other blocks, making more complex layouts like this multi-column section more rigid. See how I'm not able to change the order, and there are so many extra settings here as a result. With the ability to nest blocks, the multi-column section can now expose individual blocks for image, text, and link, which gives merchants the freedom to reorder or add additional blocks in each column. These updates are in developer preview today. Habt ihr das verstanden? Also nur nochmal zum Verständnis. Du kannst halt quasi die einzelnen, das Column hier ist das hier, dann das ist das hier, kannst du quasi hier die Anordnung für das eine ändern, aber nicht für das andere. Somit kannst du ein bisschen Dynamik in deine Webseite einbauen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber zum Beispiel, wenn man immer ein Bild links, Text rechts, Bild links, Text rechts hat, dann ist das so ein bisschen fürs Auge langweilig, man nimmt nicht mehr viel wahr und scrollt einfach durch. Dadurch hat man oft man baut einen Bruch ein in die Webseite, um quasi zu sagen, okay, ich halte den User, der auf meiner Webseite ist, quasi ein bisschen wach. Und solche Elemente kann man halt auch dafür nutzen, dass so ein Blog-Feed quasi ein bisschen dynamisch und interessanter bleibt. Also finde ich super geil. These updates are in developer preview today and make it so much easier for developers to build themes that work the way users expect while giving them more flexibility and helping them stay on their theme's upgrade path. Now, let's talk about a major update for selling to your B2B customers. Sales reps are an essential part of most B2B businesses. They're the boots on the ground that drive revenue and build customer relationships with your most important accounts. Available today, Shopify now supports sales reps in the admin. With a few simple clicks, you can set permissions for these B2B users to only access the accounts that are assigned to them. Let me show you how it works. I have a new sales rep, Sarah, and I want her to be able to place orders and access customer information for only her customers. In settings, I'm going to assign her a role I previously created, and this role uses the new restrict permissions to assigned company locations access control. Geil. It's easy to set up roles with these permissions so that I can save time each time I add a Ich new weiß jetzt rep. nicht, wie viele von euch Shopify Plus Now I'm benutzen going to und assign Sarah ein so to großes her Team haben, accounts from the die das company's page. die hier zu gucken, aber So, das ist when schon Sarah logs super, in, super she nice. only sees the orders, customers, and companies that are assigned to her accounts. This product is foundational for all merchants, not just those who sell B2B, because it's the first time we're supporting record-level access control across the Shopify platform. So today, developers can use the new Permissions API to build apps for B2B. But in the future, this could also extend to all merchants for things like making sure regional employees only see customers in their own region, or for merchandisers to only have access to the products for the brands that they're allowed to manage. Now, let's talk about how your back office logistics extend through to storefront and checkout
for inventory, orders, and fulfillment. Today, we're introducing fulfillable inventory. This ensures that shoppers browsing your store and going through checkout only see market-specific, real-time, accurate views of in-stock inventory in their region. So let's say I split my inventory between the US and the UK, and I only want customers from each country to see the local fulfillable inventory, both on the storefront and down through checkout, building trust and resulting in more satisfaction. Also wir haben halt Kunden zum Beispiel, die sind Deutschland, Österreich, Schweiz vertreten oder die haben eine Location in Österreich, aber haben halt den deutschen Markt dann noch mit aufgenommen und die wollen natürlich, dass ihre Produkte aus Deutschland, aus dem deutschen Lager gehen, weil einfach das näher ist wegen Verzollung, Besteuerung etc. Und das war halt so einfach nicht möglich, oft über ERP und Warenwirtschaftssysteme gemanagt, aber hier Shopify has the highest converting checkout in the world. Scaling and large businesses need the most flexible and customizable platform to create unique checkout experiences that are fast, powerful, and secure. And that's where checkout is in the world. Scaling and large businesses need the most flexible and customizable platform to create unique checkout experiences that are fast. Wenn ich bei irgendjemandem hier sehe, dass hier noch diese blaue Farbe ist und das nicht gewollt ist, dann bitte geht in die Checkout-Settings und ändert diese Farbe. Das ist nämlich auch relevant für die E-Mails, die versendet werden. Also sobald ihr irgendwo diese blaue Farbe bei euch seht, heißt es, ihr habt diese Settings noch gar nicht gemacht. Das heißt, ihr könnt da noch personalisieren, das besser abstimmen. Also mein Tipp, falls du das siehst, diese blaue Farbe hier in deinen E-Mails, im Button oder in dem Checkout, dann geh hin und ändere das und passe es dein Corporate Design an, bitte. Powerful. Okay. Täglicher Wahnsinn mit Kindern im Hintergrund. Aber okay, was sollen wir sagen? Hi. And secure. So, weiter geht's. And that's where checkout extensibility comes in. Checkout extensibility is the way to customize your checkout using Michael, kannst du bitte rausgehen? Carolina, could you please cut this out? So, weiter geht's. Using app-based customizations that are flexible, upgrade. Das ist wahrscheinlich nur für Shopify Plus Kunden verfügbar, aber and integrated da wollen wir alle hin. Now, you can also customize the entire buyer journey from checkout down to a completed order that lands on the thank you page using checkout extensibility. There are now over 90 new apps available today that are built for checkout extensibility, enabling upsells, loyalty programs, and post-purchase surveys that were previously only achievable through custom code in checkout.liquid and would require your checkout to fall off the upgrade path. Today, we've also released 14 new checkout APIs and updates, including advanced branding controls and more ways to customize delivery options. Speaking of which, performance is the bedrock foundation of commerce. Speed equals conversion, and it's something we obsess over. In the last year, we've reduced the initial checkout page load time by 95% globally. 95%. In the same period, we also reduced our storefront page load time by over 35%. And we've expanded our web infrastructure to 300 points of presence globally. However, we knew we could take storefront performance a step further by empowering all of you with the tools to improve the experience for your customers. Beginning today, we are excited to announce that all Liquid storefronts have access to a new web performance dashboard where you can get trusted insight into your real user experience. Nice. Using the dashboard, you can analyze and monitor your customer's experience across 3 industry-standard core web vitals, which can help positively impact your store's page ranking and conversion. So that's all great, but let's get back to the post-checkout customer experience. Obviously, giving buyers the flexibility to return items is a good buyer experience and something they expect. But for merchants, returns can mean additional costs and potential loss in revenue. That's why we're rolling out exchanges. Now,
merchants can create, track, and manage exchanges for any order in Shopify, allowing them to have a great post-purchase experience while also retaining revenue. And they can trust Shopify to correctly calculate refunds, payments, taxes, and inventory adjustments automatically. We enabled exchanges through a new settings page called Test Drive, which is a new tool for Plus merchants to train staff and test new capabilities and APIs with your existing apps and integrations before rolling it out to your production stores at a time that's right for you. But customers want to engage and re-engage with brands for more than just exchanges after they place an order. This is why we have customer accounts, which are our home to our merchants' most loyal customers. Today, customers face a fragmented experience that requires multiple portals and logins for each app they use, like for returns, subscriptions, loyalty programs, and so on. With customer accounts extensibility in Developer Preview today, developers can now build extensions and create brand new logged-in experiences for merchants and their customers. This is built on the same developer platform foundation as Checkout Extensibility, which ensures all of the familiar capabilities and components of Checkout Extensibility work seamlessly with new customer accounts. In addition to that, today we are introducing Store Credit so that merchants can issue, track, and report accurately on customer store credit in the admin, and developers can create customizable and flexible experiences built on the same primitive, which is now in Developer Preview. Let's say a merchant was offering free shipping for orders of $75 or more for a limited time, but the item a valuable customer wanted was out of stock. As a goodwill gesture, the merchant could issue $10 in store credit, which the customer can use to pay for that item at checkout when it's back in stock. Oh, geil. So we covered ways to improve Cool the wäre, wenn das post-purchase Punkte experience wären, ne? and help Statt retain nur Euro. customers. But what are we Dann sagt building irgendwie, to du hast ensure you can 1000 Punkte continue und die to kannst du dann attract umwandeln, new customers? Well, one of the main damit man ways so merchants do this is Loyalty-Programme mit through Lächeln ads. verbinden kann. But over the past few years, privacy regulations and policies have made it harder and more expensive for brands to get in front of the most interested buyers. Ja. That's why we've made some serious improvements to help make your ads more effective and relevant. So first, let's talk about Shopify Audiences, which lets merchants... Jetzt mal eine Kurzfrage. Wer von euch hat das schon genutzt oder nutzt das regelmäßig? Also ich muss ehrlich sagen, die ganz professionellen Kunden von uns gucken gar nicht rein. Die kleineren, also nicht missverstehen, einfach die noch nicht so viel Umsatz machen, die interessiert das noch gar nicht. Die haben gar keinen Kopf dafür. Deswegen, also ich frage mich, wer die Zielgruppe dafür ist, wer das gut einsetzt. Und da würde mich halt deine Erfahrungen interessieren. Hast du damit schon Erfahrung? Hast du nicht? Targeted audiences across top ad platforms like Meta, Google, Pinterest, Snapchat, TikTok, and more. With the volume of commerce that happens on Shopify, we are uniquely positioned to put our scale back into the product to help improve digital advertising for all Shopify merchants. In this edition, we've introduced smarter retargeting algorithms with improved boost lists that maximize performance on the top ad platforms. Most merchants using this are seeing retargeting audiences at least double the size. Now let's talk about shop campaigns. This low-lift acquisition program means merchants don't need to fuss about creative assets or complex configuration and targeting, but instead they have a powerful way to pay only for converting customers by setting a cost per acquisition target and letting Shopify do the rest. Now, nothing is more foundational to a business than the balance sheet. And that's why we've made some significant updates to the finance section. Shopify Capital has now been helping merchants thrive and grow for more than 7 years, injecting over $5 billion of funding into businesses when they need it the most. Shopify Term Loans are an iteration of our existing capital offering that provides a more customizable and predictable lending option for merchants looking for fixed payments over a fixed payback period. And starting this month, we're releasing Shopify Line of Credit, which provides flexible on-demand funding that merchants can draw upon whenever the need arises. Finally, let's talk about how we're arming every business to keep them on the cutting edge of digital commerce powered by AI. We launched Shopify Magic in the last edition. And not only were we the first platform to bring AI-generated product descriptions to market, with tens of thousands of merchants using this feature to auto-write personalized on-brand content
for their product pages, but we've also continued to integrate our suite of free AI-enabled features across key products and workflows. Da bin ich jetzt gespannt, was And da we're alles also kommt. making progress on Sidekick, building the world's most useful Ehrlich, bis jetzt war Sidekick richtig kacke. Aber mal gucken, wo sind wir. AI-enabled commerce assistant is a complex Habt ihr andere Erfahrungen damit? journey that demands a complete reimagining of the relationship between data, system architecture, and user-centric design. Starting today, we are rolling out new Shopify Magic features in the media editor that use generative AI to make product image editing and enhancement easier than ever, all right here in the admin. Okay. With these new AI-powered background editing features, you can select from common style presets for an instant boost of professionalism, or reimagine the scene altogether with a short description of what you'd like to see, or instantly match the background of your existing photo shoots to make your storefront feel more on-brand and cohesive. Hammer. As Guck mal, die new AI Reflexion im technologies Wasser, and auch nicht innovations come schlecht. to market this year, Da werden we'll sich einige continue to freuen. apply them to commerce to keep you on the cutting edge. I'll be honest, das Foto, was hier freigestellt wurde, ist natürlich schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage. Darf man natürlich nicht vergessen, ne? Das ist nicht bei jedem so gegeben. To commerce, to keep you on the cutting edge and to make commerce better for everyone. Whether you're just getting started or scaling a business, strong platform foundations are fundamental to your success, and we can't wait to see what you build with them. Thanks for watching. I hope you enjoy exploring the more than 100 new updates in the Shopify Winter 24 edition today. Geil. Also, mich würde wirklich interessieren, was du denkst, was deine Lieblingsfunktionen waren. Ich mache noch ein separates Video, wo wir auf die Shopify Editions Webseite gehen, weil da sind viel mehr Announcements als hier in der Regel. Wie gesagt, also mehr dann 100 haben die jetzt geschrieben. Ich habe woanders schon 200 gelesen. Es bleibt super spannend. Ich gucke mir alles ganz genau an. Wir können auf ein paar Examples uns direkt angucken, wie wir damit umgehen. Falls du irgendwelche Themen hast, wo du möchtest, dass wir spezifisch drauf eingehen, schreib es in die Kommentare oder schreib uns direkt. Und dann können wir uns das gemeinsam angucken. Aber das ist super spannend. Ich freue mich drauf, wünsche dir einen schönen Abend und bis bald. Ciao.